Naja, aber wie gesagt, also auch wenn ich schon tausendmal gesagt habe, FEC-Start, hast du sehr viel Zeit, dann rentiert es sich wahrscheinlich eher mit 2 Chars zu spielen. Vor allem die Zeit ist wichtig beim Serverstart. Wenn du beim Serverstart keine Zeit hast, dann ist es egal, dann kannst du machen, was du willst. Dann hast du sowieso keine Chance, gegen die Schwitzer mitzuhalten, geschweige denn sie jemals wieder einzuholen. Da am Anfang das meiste Money mit irrelevanten Sachen gemacht wird. Und dieses Money aber vor allem für Free-to-Play-Spieler später entscheidend ist. Das ist wie sagt man, Snowballen. Snowball-Effekt. Und der ist halt wirklich heftig am Anfang. Der ist richtig heftig. Also je früher du deine erste 100 Mio, deinen ersten Rare Drop, deine ersten paar tausend F-Coin hast, vor allem für Free-to-Play-Spieler, ist halt insane, wie sich das langfristig auswirken kann. Also je mehr Zeit man beim Serverstart investiert, desto besser. Und wenn man die Zeit wirklich nicht hat, dann ist es ziemlich egal. Dann kann man auch easy 8 Char-Taktik spielen, weil dann hast du keine Chance, jemals irgendjemanden wieder einzuholen. Außer der hört halt auf zu spielen. Also wenn jemand anders eine Pause macht für eine Woche oder so, dann schon. Aber das macht ja keiner. In der Regel. Deswegen, ja. Und generell, je mehr Zeit man hat, desto eher lohnt sich 2 Chars. Und generell, je weniger Zeit man hat, desto eher lohnt sich 8 Chars. Weil bei 8 Chars du ja hauptsächlich davon lebst. Dein Einkommen bemisst sich vor allem danach, wie hoch dein insgesamtes Level einfach sein wird von den Leechern und von dem Leveler. Und die Belohnungen bleiben gleich. Deine hauptsächlichen Belohnungen sind die Level-Reach-Belohnungen, die bleiben gleich bis zum Ende. Gibt es so besondere FEC-Level-Reach-Belohnungen pro Char, sind das in der Regel so 30 Smiling-Boxen. Also mal 8 sind das 240 Smiling-Boxen, aka 24.000 F-Coin. Und zudem bekommst du noch die ganzen Quest-Belohnungen, die es eh schon gibt. Die vor allem ab Astria und Vulcan-Quests richtig heftig werden mit 10 S-Pro, 10 A-Pro, 20 S-Pro, 20 A-Pro. Wo man sich dann im Endeffekt Schmuck plus 20 von upgraden kann. Ultimate-Schmuck kann man sich davon holen. For free. Geschenkter Ultimate-Schmuck. Geschenktes Set plus 8 oder, naja, eher Set plus 10. Set plus 10, Waffe plus 10. Also damit kann man sehr viel anfangen. Und man kriegt es halt garantiert. Man muss halt ein gewisses Level dafür erreichen. Aber egal, ob du es am 5. Juni oder am 5. September erreichst, ist egal, die Belohnung bleibt gleich. Also vor allem für die Leute, die nicht so viel Zeit haben, ist das dann eigentlich wahrscheinlich der bessere Weg. Wenn man von vornherein schon weiß, man hat eh keine Zeit, um so heftig reinzuschwitzen, dann kann man von Anfang an locker 8 Char-Taktik spielen. Aber ansonsten, wenn du sagst, du kannst die erste Woche jeden Tag so viel spielen, wie du willst, weil du Urlaub hast, oder du wirst dir Urlaub nehmen, kurzfristig ein paar Tage kann man ja auf jeden Fall. Ich meine, der FEC wird wahrscheinlich nicht an einem Montag starten. Also im Idealfall startet es an einem Mittwoch oder Donnerstag. Also Idealfall kommt immer darauf an, aus welcher Sicht man zieht, aber jetzt aus der Sicht, mal angenommen, es startet an einem Mittwoch, dann müsstest du ja nur 3 Tage frei nehmen, um 5 Tage komplett durchzocken zu können. Und das würde zumindest für einen sehr guten Start schon mal reichen. Und wenn du danach dann auf, keine Ahnung, 6 oder 7 Stunden am Tag gehst, hast du den Start auch gut ausgenutzt, dann würde es sich wahrscheinlich auch rentieren, auf jeden Fall 2 Chars zu machen. Und darauf zu hoffen, dass es gut läuft an diesen ersten paar Tagen. Aber muss jeder selber wissen. Ich sage nur grundsätzlich, je mehr Zeit du hast, desto eher 2 Chars. Und desto weniger Zeit du hast, desto eher 8 Chars. Und halt vor allem 8 Chars auch wieder, vor allem für die Leute interessant, die langfristig Free-to-Play bleiben wollen. Lohnt es sich jetzt richtig anzufangen, oder sollte man lieber auf den FEC warten?
Auch das musst du entscheiden. Wenn du jetzt spielen willst, was bringt es dir zu wissen, dass in wahrscheinlich ca. 2 Monaten der FEC startet? Wenn du jetzt und heute Lust hast zu spielen. Ist die Frage. Wenn du sagst, du kannst warten, dann warte.